In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie wir bei uns die Möhren anbauen. Wir fangen an ungefähr im März mit einer Direktsaat, allerdings benutzen wir Opas guten alten Trick, der sich besonders auch für älteres Saatgut eignet. Also, wir brauchen ein Schächtelchen mit Deckel, feuchten Sand und das Saatgut. Das bleibt dann da drin für ungefähr 2 bis 4 Tagen bei Zimmertemperatur, also im Haus drin. Wichtig ist, Deckel drauf. Die Möhren keimen einfach vor und können hinterher im Beet besser starten. So ein kleiner Starter funktioniert super. Was wichtig ist, wir brauchen auf jeden Fall für die Wurzeln, für die Möhren eine lockere Erde, so tiefgründig wie eben möglich. Also entweder im Beet vorher auflockern oder wir arbeiten auch gerne mit dem Hochbeet, allerdings hier mit dem Netz drüber. Ja, einfach weil wir hier so freilaufende Miezekatzen haben, die gerne buddeln bzw. verbuddeln. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben einen Reihenabstand von ungefähr 30 bis 40 cm, eine Saattiefe von 1,5 bis 2,5 cm. Ja, und die Keimung, wenn wir es dann ins Beet gebracht haben, das dauert auch nochmal so 3 bis 4 Wochen, aber das wächst ganz gut. Wie sieht das jetzt aus? Die sollten vorgekeimt sein, sehen dann ungefähr so aus. Das Schöne beim Sand ist, wir haben direkt eine Rieselhilfe, denn die Möhren stehen einfach oft viel, viel zu dicht und der Sand bringt dann jetzt schon mal ein bisschen Abhilfe, damit sie nicht ganz so dicht stehen. Einmal zubuddeln die Rillen und natürlich das Angießen nicht vergessen. Die Erde bereiten wir ein bisschen vor, indem wir Kleedünger oder Kompost einarbeiten, Näheres dazu in der Infobox. Und wichtig ist, wir markieren unsere Aussaatreihen mit Holzstückchen, damit wir wissen, wo wir ausgesät haben, denn das Beikraut wächst hier meistens erstmal schneller als die Möhren. So, Netz wieder drauf. Und ein bisschen später Netz wieder runter. Ihr seht, es ist gekeimt. 3-4 Wochen später sieht es dann ungefähr so aus. Und jetzt ist schon der erste Termin, um nach Beikräutern zu gucken. Also raus damit mit der Hand und dann zwischen den Reihen so ein bisschen aufschuffeln. Das sollte schon gemacht werden. Das sieht buschig aus. Wichtig ist jetzt das Vereinzeln, also das Ausziehen. Wir merken uns einfach, so ein Daumen muss dazwischen passen, von Pflanze zu Pflanze. Also so 2 bis 4 cm braucht es schon an Platz. Das Schöne ist, die Keimlinge, die wir jetzt da rausziehen, die können wir einfach essen. Wurzeln abschneiden, ab in Salat. Das ist gerade im Frühjahr wunderbar. So sieht das nun aus. Dann können die Möhren gut weiter wachsen. Wichtig ist für die Möhren auf jeden Fall eine regelmäßige Wasserversorgung, damit sie gleichmäßig werden in ihrer Wurzeln und nicht so Eindöllung haben. Wir unterstützen das Ganze, indem wir den Boden mulchen, damit das Wasser möglichst in der Erde bleiben kann. Ja, und jetzt nochmal ordentlich angießen. Wie gesagt, düngen müssen wir die Möhren nicht wirklich. So als Mittelzehrer haben wir den Boden vorbereitet. Da brauchen wir nicht nachdüngen. Wichtiger ist die gleichmäßige Wasserversorgung. Und so Anfang Juli geht's dann los mit der ersten Ernte der zarten Möhren. Ist das nicht super? Wenn das die Möhren sind, die ihr am liebsten esst, dann probiert's mal aus, jeden Monat so eine Reihe Möhren auszusehen. Das könnt ihr bis Juli, August so treiben, dann habt ihr ganz viele junge, frische Möhren. Wenn ihr lieber dicke Möhren haben möchtet, Lagermöhren, dann alles zusammen aussehen und wachsen lassen, kräftig wachsen lassen. Übrigens als Mischkulturpartner sind die Zwiebeln natürlich ideal. Bei uns ist allerdings der Schädlingsdruck so hoch, dass wir noch zusätzlich mit Gemüseschutznetzen arbeiten. Auch das Grün ist jetzt natürlich essbar, entweder für den Salat als Ergänzung oder für den Smoothie oder ansonsten freuen sich auch Hühner und Kaninchen drüber. Und wie lagern wir das Ganze jetzt ein? Bei uns fahren wir 2 Systeme. Einmal kommt aufs Hochbeet über den Winter eine richtig dicke, ordentliche Strohschicht als Mulch. Dann können wir bei Bedarf immer noch ernten. Oder aber wir ernten ab und lagern ein, indem wir die Möhren einfach einsanden. Beides funktioniert ganz gut. Müsst ihr gucken, was euch besser gefällt. Wenn euch unsere Grow Veggies Serie gefällt, freuen wir uns über euren Daumen nach oben. Unseren Kanal könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Jeden Samstag und Sonntag gibt es dann bei uns ein neues Video. Zum Weiterschauen haben wir euch die lange Version unseres Möhrenvideos verlinkt und unsere Playlist Grow Veggies. Wir wünschen euch viel Spaß beim Möhrenanbau in eurem Garten.